Alrighty dann, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget und wir sind auf EU3. Ich habe ein bisschen was mit meinem Char gemacht, denn gestern konnte ich gar nicht mehr spielen. Ich habe ein bisschen zwar zum Tagesanfang gespielt, aber danach war ich nicht mehr online. Und das ist leider auch ein Beweggrund für das Thema dieses Videos, nämlich so ein bisschen Shakes and Fidget und die Zeit. Ich habe immer schon mal darüber gesprochen, seit meinem Comeback 2020. Früher war es ein bisschen anders, da war Zeit nicht so ein Thema, eher das Geld. Heutzutage ist es natürlich Geld auch, ist immer ein Thema und ich kriege ja auch guten Support durch Playa Games, durch die Partnerschaft, ne? Also da will ich mich nicht beschweren. Ich bräuchte aber irgendwie jetzt mal so ein bisschen so ein Zeitsponsoring, ja. Denn man fängt halt immer wieder Server an und hat Spaß und lernt Leute kennen und dies, das. Und dann gibt es solche Tage, ne? Und dann geht bei mir schon im Kopf, sobald so ein Tag kommt, boah, ja, ne, du hast ja gewisse Ziele, du wolltest ja bei den Pets richtig gut dastehen. Ja, ich habe heute jetzt die Pets gespielt. Ich habe dadurch, weil ich nicht gespielt habe, am Freitag halt Ebelgrim nicht bekommen. In meinem letzten Video habe ich ja noch extra ihn freigeschalten, damit ich ihn spielen kann. Jetzt habe ich Tintak aber auch nicht gelevelt. Also das heißt, Tintak fehlt einmal komplett 9 Früchte. Ich habe keine Alu gespielt, das heißt mega viele, also heute muss ich auch noch Alu spielen, by the way, aber mir fehlen noch Früchte aus den Quests von gestern, die ich nicht einsetzen konnte, um Pets hochzuleveln. Das heißt, für die Spitze habe ich da definitiv verloren. Auch andere Pets habe ich noch nicht freigeschalten. Ich hänge da jetzt teilweise bei einigen Pets dann eine Woche hinterher. Und das ärgert einen natürlich so ein bisschen, ja. Und nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier so mal vorerst den letzten Push jetzt als solches. Habe also die Pets jetzt gespielt. Ich habe dann auch erstmal, auch zeitlich zum Beispiel beim Tower, ich war da noch bei Stufe 20, jetzt erstmal hier hochgespielt. Ich glaube, es geht auch noch weiter. Ja, ich weiß gar nicht, wie weit ich den Tower spielen kann. Ich denke, wenn ich es richtig gut angehen würde, habe ich da noch eine Menge Etagen eigentlich vor mir, die ich spielen kann. Aber um überhaupt auch ein bisschen mal Gold noch zu generieren, auch die Quests, die ich jetzt mache, dass sie mehr Gold bekommen. Im Arena Manager habe ich natürlich so viel schon auch wieder verschlafen. Ich bin zwar bei 123.000 Runen, aber das ist halt nix im Prinzip. Also die Spitze, ja. Wenn man jetzt mal nur von den ganzen Werten ausgeht, ach Moment, ist ja immer, man kann auch mal die 30 hier nehmen, ja. Gut, der 30. hat jetzt nicht so ein gutes Beispiel tatsächlich gebracht. Ja, nehmen wir mal die ganz krassen Leute, ja. Ein Marksman, der auf 300 gespielt hat, mit 8% Damage. Die beiden, die hier richtig krass durchziehen, auch über 300 hinaus, die sind halt schon sonst wo bei den ganzen Runen, ne? Also da gibt es ja einige auch, die nicht das allerhöchste Level haben, die trotzdem deutlich besser unterwegs sind, ja, also und. Ja, und das sind so alles Faktoren, ich sage immer, ich bin nicht der zeiteffektivste Spieler. Ich brauche Pilze, um überhaupt gewisse Sachen gut umsetzen zu können. Aber wenn man richtig stark sein will, braucht man nicht nur das Geld, man braucht das Know-how, wo man wann, an welcher Stelle das Geld am besten investiert, also die Pilze. Und man braucht auch die Zeit, denn bei einigen Steps ist es einfach so, dass man mega viel machen muss. Man muss in der Festung extrem grinden. Das ist auch so ein Ding. Ich habe gar keine Festungsangriffe gemacht gestern. Ich bin jetzt da einfach mal von Rang 400 auf 800 gerutscht. Also auch hier gibt es zwar lukrative Spieler, ne, aber tendenziell sind das dann auch eher so die AFKler. Und ja, irgendwann werde ich dann noch Leute treffen, die halt wenig abgeben, weil ich halt eine Festung 11 habe schon. Also, ja, mal Gegenangriffe habe ich wahrscheinlich auch gar nicht gespeichert. Also, das sind so alles Themen. EU3, ich werde EU3 jetzt nicht prompt aufhören. Ich habe ja aber den Server tatsächlich auch damals angefangen und habe gesagt, ich guck mal, wie lange es so ist. Gut, mittlerweile gab es Gildenwechsel, ein bisschen Drama hier, Drama da. Aber im Endeffekt, persönlich habe ich sehr viel positives Feedback von vielen Spielern auf EU3 erhalten. Ja, und letztendlich münzt das dann halt auch in solchen, Nachrichten wieder, ne? Also Adox hatte geschrieben, dass er die 100-Euro-Pilze geholt hat, mit meinem Code auf dem Nacken, plus noch das 25er Special Pack. Das 50er will er auch machen. 30%, ja, ne? Mein Creator-Code, ja, wenn ihr den eingibt und euch die Pilze darüber kauft, ne, im Shop, kriegt ihr ja 10% extra Luck an Dungeons. Er kriegt dann halt mal 30%, weil er 3-mal gekauft hat. Ja, wenn das gehen würde, dann würde ich auch noch Pilze kaufen, nur damit ich mehr Dungeon Luck kriege. Nee, aber ist halt mega geil an der Stelle.
ja, an der Stelle dann auch nochmal Shoutout noch an diejenigen, die mir auch Sachen geschickt haben. Im letzten Video habe ich schon einige geschaut, das ging jetzt hier gar nicht. Das ist zum Beispiel jetzt hier, glaube ich, nee, Moment, das war OG Tommy, der hatte im letzten Video schon einen Shoutout von mir, hatte hier nochmal das Profi-Pro-Paket geholt, auf meinen Nacken reingeömmelt, ja, mit Herrn Rizzle, dann hier die Gurke in meinen Discord gepostet, direkt in den Webshop-Channel, den ich eingerichtet habe, damit ihr auch eure Screenshots theoretisch dahin senden könnt, öffentlich, sehr, sehr geil. Raffi, ach nee, war das Raffi? Oder Gurke? Ich weiß nicht. Ach nein, Moment, mein Fehler. Das war Raffi. Der hat es nicht ins Discord gepostet. Der hat das mir privat gepostet. Sorry, Raffi, aber Gurke hat es ins Discord gepostet. Ich habe vergessen, welcher Link zu welchem Mann oder Spieler gehört hat. Dann war das hier OG Tommy tatsächlich. Ja, und dann eben auch Ardox dazu. Und alle, die das vielleicht auch gemacht haben und mir gar nicht geschrieben haben oder so. Das ist so unreal, krass. Ich könnte jedes Mal neu darüber reden. Jahrelang habe ich gefühlt von sowas geträumt. Ja, man spielt Shakes and Fidget, weil das Spiel Spaß macht. Man macht dazu YouTube, weil das halt ein Hobby ist. Und es ist halt das, was bei mir im Leben am besten reinpasst. Ja, ich habe Unmengen an Kohle da investiert. Aber natürlich, wenn dann auch was zurückkommt, davon hat man immer wieder geträumt. Und das hat früher halt jahrelang nicht funktioniert. Und das funktioniert seit 2022 in so vielen Stellen. Das ist einfach so unreal, Leute. Ja, also, nee, deshalb an der Stelle nochmal vielen Dank trotzdem an die ganzen Supporter. Und auch das ist ja auch ein Grund, wo ich sage, ich möchte jetzt nicht prompt aufhören. Aber ich werde den Char nicht optimal weiterspielen können. Also die Fehler oder die Versäumnisse, die ich habe auf diesem Char, die werde ich auch weiterhin haben. Denn letztendlich fokussiere ich mich ja dann in gewissen Bereichen, ja auch auf meinem Main-Char habe ich gestern nicht gespielt. Ich habe auf keinen Server gespielt. Ich war einfach überhaupt nicht da. Und die nächsten Tage, Wochen wird es Zeiten geben, wo es genauso ist. Ja, deshalb wird es auch wahrscheinlich zu News oder so nicht so viele Sachen von mir geben. Ich kann es noch nicht einschätzen. Jetzt zumindest in den nächsten 2 Wochen wird da wahrscheinlich nicht viel kommen, was das Game betrifft, ne, weil ich wahrscheinlich gar nicht in der Lage sein werde, Videos dazu zu machen. Ja, für meinen Major habe ich auf jeden Fall einen Sitter während meiner Urlaubszeit, wo ich überhaupt auch eben gar nicht in Deutschland bin. Auf EU1 möchte ich eigentlich selber spielen. Ja, und EU3 weiß ich noch nicht, ob mein Sitter von S41 auch EU3, ich sag's mal so, es gibt nicht vielen Personen, die ich so gut vertrauen kann, wo ich sage, ich würde gerne, dass die mich sitten. Ja, das hat auch jetzt nichts mit Spielern von Parabellum oder EU3 allgemein zu tun, sondern Spieler, die ich halt jahrelang kenne, denen vertraue ich natürlich allgemein in solchen Fällen einfach mehr. Weil ich ja jetzt nicht nur für mich natürlich meinen Char spiele, sondern ja auch, sag ich mal, einen Char des öffentlichen Interesses dann zum Sitten freigebe. Und das ist natürlich auch extrem mega wichtig. Und ich denke, das versteht ihr auch. Ich weiß, Stand jetzt noch nicht, ob ich aber eben auf EU3 auch gesittet werde. Ansonsten werde ich eine Abwesenheit haben, werde das dann in der Gilde besprechen müssen. Die mich dann halt halten oder ob sie mich dann freigeben müssen, weil es wird dann sicherlich schon eine Woche sein oder so. Ja, ich weiß es noch nicht. Aber nichtsdestotrotz werdet ihr dann von mir auf jeden Fall Content bekommen. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal zu einem Projektchar sprechen, den ich ursprünglich für EU4 geplant habe, aber tatsächlich aufgrund der Zeiten, da ich nicht weiß, wann und wie ich da bin, den vielleicht sogar auf einem alten Server dann einfach mache, denn das wird jetzt nicht sehr pilzintensiv werden, das Projekt, aber das werden wir mal separat besprechen. Jetzt habe ich eben, wie gesagt, die Pets soweit gespielt, im Tower habe ich gemacht, ich habe jetzt auch ein bisschen geblättert, also nicht mega viel, muss ich tatsächlich sagen. Die Waffe war jetzt ein paar Stufen schon alt, ich könnte theoretisch im Twister noch hier wahrscheinlich viel weitergehen, ja, Level noch machen bis zu 230 und dann versuchen auf jeden Fall wieder weitere Lichtdungeons zu machen. Also im normalen Lichtdungeon bin ich jetzt hier, vor allen Dingen beim Koma-Kommandeur, der ja stärkebedarft ist, Holundor auch Stärkebedarf. Das sind so Sachen, die ich wahrscheinlich besiegen kann. Und vor allen Dingen am bestenfalls besiege noch mit einer neueren Waffe. Ja. Den
weiß ich nicht, wenn ich den jetzt angreife, ob ich den auch auf einmal schlage komplett. Das wäre halt fett. Ich guck mal, dass ich das vielleicht noch nach einem Level-Up mache. Und ja, auch hier könnte ich natürlich versuchen, mir noch bessere Runen insgesamt zu holen. Also ich habe noch nicht die Runen bestmöglich drin zur Verfügung. Ich habe auch für EU3 entschieden, ich werde Mixgear spielen, also Hitpoints und XP-Bonus vor allen Dingen hauptsächlich bis zur Dungeon-Pause. Oder nee, bis nach der Dungeon-Pause. Oder dann, wenn ich halt auch in den Runen so weit bin, dass ich natürlich auch hier 1, 2 XP-Runen drin habe, 1, 2 Gold-Runen und der Rest halt Hitpoints. Ne? Wenn man so 15% Hitpoints hat mit 3 Items, ist das ja auch nicht schlecht. Resistenzen werde ich erst dann zum Schluss machen, sollte ich diesen Server so lange spielen, dass ich die Runen irgendwann maxed habe. Und ich habe gar keine Zeit zwischendurch. Auf EU1 ist es schon schwierig genug, mein Gear dann auch mal zu tauschen. Daran zu denken, das im richtigen Zeitpunkt zu machen und dann nicht zum Beispiel die Quests zu machen mit Krieger-Gear, ne? Also mit PvP-Gear und die Gildenkriege tagsüber zu machen mit Alu-Gear. Ne? Also das ist mir auf EU1 auch schon passiert. Das ist einfach nicht meins, wo, ja, sag ich mal, wo richtig läuft, ne? Muss man, also es schaffe ich einfach nicht. Ich habe nicht die Zeit. Also, so, ne, Moment, ich wollte jetzt noch gar nicht. Das heißt, ich werde das jetzt machen. Ich werde das jetzt aber nicht weiter live zeigen können auch. Werde wahrscheinlich aber nochmal einen Cut machen und euch dann nochmal so zeigen, wo die Reise Ende des Tages hingegangen ist, ne? Also, bis später. So, und da ist der hübsche Lausebub. Lausebub. Auch noch schön chillig, konnte man so schön wippen zu der Musik. Mit dem versprochenen Update. Und zwar, da bin ich jetzt 240. Es lief, ne, in der Lichtwelt. Natürlich sind wir auf jeden Fall an den, ja, 3 Dungeons vorbei. Jetzt ist hier auf jeden Fall eine Bremse. Und ich habe jetzt nicht in die SF Game Tools geguckt, ob Drogo gehen würde, weil Holundo hatte ich noch gemacht. Der könnte vielleicht auch klappen, der gibt aber nicht so viel XP. Und hier habe ich auch 2 Dungeons gemacht in der Lichtwelt. Nebenher habe ich auch den Twister gemacht. Habe hier mit 240 aufgehört. Ich denke, da geht auch noch ein bisschen was. Aber das will ich jetzt nicht weiter forcieren, denn es hat natürlich auch ein paar Pilze gekostet. Also ich habe über fast 3.000 Pilze jetzt ausgegeben in dieser Zeit. Aber das meiste ging echt hierfür drauf, Leute, kann ich euch sagen. Für die Gem Mine. Nicht um Edelsteine zu gemmen. Die habe ich parallel dazu bekommen. Aber um in der Schattenwelt mal diesen einen Dungeon freigeschalten zu kriegen, habe ich extrem viel ausgeben müssen und vor allen Dingen auch viele Ressourcen ausgeben müssen. Wie gesagt, ich hatte ja nicht so viele Festungskämpfe gemacht zuletzt. Es ging das ganz schön ans Mark, aber tatsächlich brauchte ich halt diese Dungeons auch für Items oder auch für ein Level-Up. Und ja, dann habe ich auch relativ lang geblättert, bis ich diese Waffe dann noch bekommen habe. Bin also jetzt insgesamt relativ gut equipped. Also das Epic ist ein bisschen älter und die anderen sind, ja, ich sag mal, ne, plus minus 20 Attribute. Da bin ich also recht gut dabei. Ne? Ja, ich versuche jetzt noch meine Alu zu machen und habe irgendwie die Hoffnung, dass ich auch ein paar Steine finden würde in den Quests. Aber bisher habe ich nur wenig Früchte bekommen. Einmal Schatten. Oh, lul, was war das? Nein! Boah, was? Der sollte hier hingehen. Hat es auch noch einen Leck gehabt, WTF. Ja, Schatten hatte ich nochmal bekommen. Ich hoffe, ich krieg nochmal Leid, ey. Boah, was ein dummer Fehler. Naja. Jetzt kann ich halt nicht freischalten. Da war alles during the day. Also ich habe es ja schon erwähnt. Einige Pets finde ich dann erst in einer Woche in den Quests. Also das ist schon ein bisschen unlucky gelaufen. Aber dennoch, also jetzt gildentechnisch bin ich ganz gut dabei, ne? Also deutlich über dem Gildenlevel im Schnitt. Ich sollte den gegnerischen Gegner legen. Also ich bin mit 3 von 10 Damage-Bonus reingegangen. Jetzt haben wir nochmal 4 von 10 bekommen. Beziehungsweise 2 von 10 bin ich reingegangen. 3 von 10 war clear. Gar nicht so wenig. Gar nicht so wenig Schaden gemacht. Immerhin. Aber, Stacker geht jetzt auch nochmal hoch. Ja, es ist also so ein Damage-Bonus, der macht auch manchmal was aus. Definitiv.
Das muss man mal so sagen. Da ist es dann ein bisschen einfacher, durch die Dungeons zu gehen, wenn man den hat. Ja, allgemein kann ich auch noch, glaube ich, hier in der Arena kämpfen. Machen wir mal random Angriffe. Ich war bei 132. Man sollte eigentlich schon den einen oder anderen Fight gewinnen. Es ist relativ ausgeglichen. Ich gucke jetzt nicht auf die Leute, die ich angreife. Mephisto Free-to-Play. Das ist ja auch ein geiler Name, ne? Also Mephisto Free-to-Play. Polnische Gildenschrift. Ich glaube nicht, dass der Free-to-Play ist. So. Meine Meinung, ja. Jetzt müsste ich, glaube ich, auch mal reingucken. Also da habe ich auch im Laden gesehen, dass das ein oder andere Item geblinkt hat. Ich denke, da geht noch ein bisschen was. Aber ja, also ne, questtechnisch so. Da habe ich bis auf zweimal Früchte bisher noch gar nichts gedroppt bekommen. Aber jetzt Kristalle. Kristalle wurden ja auch im Zuge des letzten größeren Updates deutlich angepasst. Das ist sehr gut. Ich sag mal, gerade zum Start eines Servers hat man natürlich die Kristalle über durch die Pakete. Ja, aber irgendwann sind die Metalle natürlich am Start. Also auf S41 kann man sich das dann zum Beispiel angucken. Aber wenn man ein Char über 2,5 Jahre, obwohl 2,5 Jahre sind es, na doch, 2,5, bald 3 Jahre spielt, ne, dann hat sich das Verhältnis auch ein bisschen geändert, weil ja vor allen Dingen ab einer gewissen Ausbaustufe des Attributs also es kostet dann noch extrem viele Kristalle im Vergleich und keine Metalle. Jetzt habe ich mal Holz bekommen. Ja, Holz brauche ich nicht, ich brauche Steine. Es ist aber auch viel, 41.000 Wood. Gut, wir haben natürlich eben Event, ja, das ist extrem, trotzdem 41.000 Holz ist schon stark. Das ist 5% meiner Kapazität, ne? Allein durch ein Abenteuer, das ist... Da müsste ich einige Angriffe machen, um 41.000 zu erhalten. Also vor allen Dingen ohne Festungspartnerschaft als solches. Aber ja, Holz und Steine, jetzt braucht man es. Aber wenn man dann ein halbes Jahr lang weiterspielt und jetzt nicht immer extrem gleich reingibt, dann hat man auch irgendwann Holz über. Also auf EU1 ist es schon so, dass ich mehr Holz habe, als ich auszugeben vermag, aufgrund der langen Wartezeiten. Oh, jetzt haben wir nochmal Licht bekommen. Jetzt nochmal gucken, dass ich auch Tink fantastisch aufpepple, damit wir hier nochmal Fight gewinnen gegen Sunja. Da holen wir uns auch nochmal die 3 Dinger rein. Nice, da bin ich wenigstens auch vom Level her on point. Ich stehe jetzt übrigens bei den Pets auf Rang 13. Es ist noch super, wenn ich das länger halten würde. Definitiv wäre das stark. Aber ja, mal gucken. Ist noch nicht ganz klar. Also die Pets... Pets 13 ein immer schon, ja. Oh, jetzt habe ich auch mal Metalle wieder bekommen. Sehr gut. Aber, Steine, da sind die ersten Steine. Ja, 13.000 Steine. Das ist auch nicht schlecht. Aber ja, das macht das Kraut jetzt auch nicht fett. Aber 13.000 Steine, damit könnte ich 4-mal... hätte ich wieder nach einem Schlüssel suchen können, ja, Schattenwelt zum Beispiel, um noch weiter voranzupushen, ne? Also, das muss man auch mal sagen, das hätte man machen können. Habe ich aber nicht gemacht. Gut, aber durch Alu-Klicken, ne, das kennt ihr ja am besten im Spiel, deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Schluss, haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.